Grüß euch und willkommen zurück. Es ist Sonntag, also Zeit für ein bisschen Prince. Vor 2 Wochen haben wir uns gemeinsam den Auftritt von Prince bei den Brit Awards 2006 angeschaut. Und eigentlich wollte ich diese kleine Serie an TV-Auftritten, die ich immer wieder mal einstreuen werde in meinen Videos, mit einem ganz anderen Video anfangen. Am Ende habe ich mich dann aber doch für die Brit Awards entschieden, weil es halt doch ein typischerer Auftritt ist und eher zeigt, was Prince so im Fernsehen normalerweise gezeigt hat. Heute kommen wir zu einem Video und ja, es ist vielleicht der ungewöhnlichste und der charmanteste Auftritt, den es von Prince im Fernsehen je gegeben hat. Wir sprechen von Prince bei den Muppets. Die Szenen, in denen Prince mitspielt, wurden aufgenommen am 28. und 29. Oktober 1996, also circa 3 Wochen bevor Emancipation veröffentlicht worden ist. Und ausgestrahlt wurde die Sendung das erste Mal im spanischen Fernsehen im Mai 1997 und die Amerikaner mussten sogar noch länger warten, nämlich bis in den September 1997, also fast 11 Monate, nachdem die ganze Sendung aufgenommen worden ist. Grund dafür dürfte gewesen sein, dass der Sender ABC die Show gecancelt hat und es eine Zeit lang gebraucht hat, bis Muppets Tonight eine neue Heimat gefunden hat, und zwar am Disney Channel. Aber genug der Einleitung, fangen wir mit der Show an. Und wir sehen gleich am Anfang, dass das anders war. Denn wenn man sich die Begrüßung von Prince anschaut, seine Diskussion mit dem Security Guide, dann merkt man, dass er mit seinem Name Change doch sehr anders umgegangen ist, als was es normalerweise in der Presse gestanden ist. Schauen wir es uns am besten gemeinsam an. And your name, sir? This is gonna be fun. I'm the artist formerly known as Prince. Ooh, and I'm the bear currently known as Not Amused. Und schon bei der Begrüßung erkennen wir eine gewisse Leichtigkeit, denn auf die Frage nach seinem Namen antwortet Prince mit dem, was ihm die Presse damals als Label verpasst hat: I'm the artist formerly known as Prince. Worauf der Security Guy, der Bär, antwortet: Und ich bin der Bär, der derzeit als nicht besonders amüsiert bekannt ist. Aber auch die Muppets begrüßen Prince standesgemäß. Yeah. We get delirious when you're near. Lose all self-control, just can't steer. Hey, wait, fellas, what are y'all doing? Hier begrüßen die Muppets Prince zum Song Delirious, und wer genau hinschaut, wird ganz unterschiedliche Prince-Outfits finden. Gonzo trägt das bekannte Outfit von der Diamonds and Pearls Tour, inklusive Fishnets und High Heels. Und der Elefant Seymour trägt die berühmt-berüchtigten Hosen von Prince vom MTV Award Auftritt. Der nächste Sketch entstammt so scheinbar einer kleinen Serie, die bei den Muppets öfters vorkommt, und zwar Muppets Hee-Ha. Und da sehen wir Prince einmal ganz anders. Schauen wir rein. Say, Jed, Yes, Ned. you got the ugliest dog I ever did see. What do you call it? Well, before we painted him brown and glued ears on him, we call him Alligator. Aha. Mit einem sehr ausgeprägten Südstaaten-Akzent antwortet Prince auf die Frage, wie denn sein hässlicher Hund heißen würde. Und seine Antwort ist: Nachdem wir ihn braun angestrichen und ihm Ohren angeklebt haben, haben wir ihn Alligator, also Alligator, genannt. Und es gibt auch ein Stückel Musik, auch wenn das sehr, sehr, sehr kurz ist. Aber auch das kleine Stück habe ich für euch mitgebracht. Climbing up the mountain trail, natural as can be. I can see bear tracks coming after me. Excuse me, y'all. Excuse me. That there song refers to bear tracks, right? Yes, why? Well, them ain't no bear tracks. They ain't. Nuh-uh. Them's gator tracks. Den nächsten Teil der Show mag ich ganz besonders gern, und ich glaube, es ist auch mein Lieblingsteil von dieser ganzen Episode. Alles beginnt in der Kantine der Muppets, und in den Anfangsdialog schauen wir kurz einmal ein Stückerl rein. Yo, Seymour,
What's on the menu? Well, we've got swordfish, eggs, and coffee. Just pancakes, maple syrup, and jam. Yeah. I could write a song about that. Get out of here. No, really, I can't. I just need a better set. In dem Dialog geht es darum, woher Prince denn seine Ideen für Songs herbekommt. Und er sagt, von überall, sogar von hier. Und er lässt sich dann die Speisekarte der Kantine vorlesen, auf dem steht Swordfish, Eggs and Coffee, Pancakes, Maple Syrup and Jam. Und aus dem wird natürlich... It was 7:45 all night to teacher Miss Kathleen. First was Kevin, then came Lucy, third in line was me. All of us were ordinary compared to Cynthia Rose. She always stood in back of the line, a smile beneath her nose. Starfish and Coffee. Und den Teil der Show, dieses Video, mag ich so besonders gern, denn es wird so schön, das Song bildlich umgesetzt. Wir haben die Schulklasse, wir haben die Lehrerin, wir haben die unterschiedlichen Schüler, die mit Prince in die Schule gegangen sind. Wir sehen das erste Mal das Prince Muppet und am Ende steht als einziger Charakter in Farbe Cynthia Rose, weil sie ist einfach anders. Beendet wird dieser kleine Sketch mit einem weiteren Dialog zwischen Prince und den Muppets, die mit ihm wetten, ob er das noch ein zweites Mal zusammenbekommt, von der Speisekarte einen Song zu machen. Und das Ergebnis schauen wir uns gemeinsam an. All right. So you made a song from the breakfast menu, but I'll bet you $5 you can't do it again. I'll take that bet. Yo, Seymour, Yeah. what's for dessert? Raspberry sorbet. Raspberry sorbet, Oh, no. kind you find in a second-hand store. All right. Here's your $5. Der letzte Teil, in dem Prince in dieser Episode von Muppets Tonight vorkommt, beginnt wieder mit einem Dialog zwischen den Muppets und Prince und die schlagen ihm vor, den letzten Song der Show doch in einem Footballstadion aufzuführen und dort würden schon 5000 violett gefärbte Ratten auf ihn warten und ein tanzendes Symbol. Und Prince spricht noch einmal dieses Namensthema an, indem er sagt, dass sein Name etwas sehr Spirituelles für ihn ist und er eine ganz andere Idee hat. I just want to go out on the stage, sit at the piano, do a nice little simple number with the help of a few angels. Zu hören bekommen wir dann die wunderschöne kleine Ballade She Gave Her Angels, wieder sehr schön zusammengeführt mit den Puppen von Jim Henson. Ja, ein zweites kleines Highlight. She returned a man, a lover, her son, her father, all these things he meant to her. She felt it right. She gave her angels that summer night. She gave her angels that summer night. Beendet wird dieser letzte Teil dann mit den Muppets wieder, die zu Prince sagen, oh, was für ein toller, ruhiger, kleiner Song. Können wir da nicht noch einen hören? Und Prince hat aber eine ganz andere Idee. I got a better idea. What? Let's go crazy. Wow. Let's go crazy. Let's get nuts. Look for the purple Nancy. They throw us in the truck. Let's go. Good night, y'all. Come on, baby. Let's get nuts. Der Auftritt bei den Muppets gehört zu meinen absoluten Favoriten, was Auftritte im Fernsehen von Prince betrifft. Hier zeigt er eine Seite, die man meiner Meinung nach viel zu selten gesehen hat. Dieser sehr zugängliche, sehr humorvolle, sehr, sehr entspannte Prince. Die Umsetzung der beiden Songs Starfish and Coffee und She Gave Her Angels kombiniert ganz toll die Welt von den Muppets und die Musik von Prince. Und so ist das einer der Auftritte, die ich bis heute noch irrsinnig gern sehe. Am Ende des Videos tauchen da so Kacheln auf, da werde ich euch eine
oder die längste Version, die ich gefunden habe, einblenden. Eines müssen wir erwähnen, ohne das dieses Video wahrscheinlich nicht vollständig wäre. Und das sind die Umstände, unter denen das Ganze entstanden ist. Denn nur ein paar Tage bevor die Dreharbeiten zu den Muppets entstanden sind, ist Princes einziger Sohn verstorben. Und dann trotzdem so vor die Fernsehkameras zu treten, verlangt meinen Respekt. Und obwohl wahrscheinlich niemand von uns sich vorstellen kann, was damals wirklich in ihm vorgegangen ist, hat er hier seine komplette Professionalität zeigen können. Ich weiß, das war jetzt nicht der beste Abschluss, aber ich finde, Zusammenhänge sind wichtig und darum wollte ich es erwähnen. Ich bedanke mich für die netten Nachrichten, die mich immer wieder erreichen. Ich werde auf ein paar vielleicht in einem Video eingehen. Wenn sich ein paar Fragen ansammeln, könnte man einmal so ein Q&A-Video machen. Ansonsten das Übliche. Ich wünsche euch einen ganz wunderschönen Sonntag und wir sehen uns dann nächste Woche. Vielen Dank.